Hi, ich bin Timo und heute kreiere ich einen schönen Yellow Sunshine Look für euch. Einmal in Casual und einmal ein bisschen mehr Editorial. Die Haut habe ich bereits vorbereitet mit der No Doubt Foundation in dem Ton Fitzgerald von Hero und ich habe die zwei Kosas Concealer im Shade 2 und 6 miteinander gemischt. Für die Augenbrauen nutze ich einen Lidschatten von Hero in Farbe Waf, um die Augenbrauen ein bisschen zu definieren. Mit den Pinselstrichen folge ich der natürlichen Augenbrauenform, um einen natürlichen Look zu schaffen, aber auch Definition und Fülle in die Augenbrauen zu bekommen. Um ein paar Highlights zu setzen, gehe ich mit dem RMS Beauty Magic Luminizer auf die hohen Punkte im Gesicht und arbeite sie mit dem Finger ein. Für das Auge nutze ich den Mineral Eyeshadow Mango Tango von Hero und trage diesen mit einem angefeuchteten Pinsel auf, um die Pigmente besser auf die Haut zu bringen. Im ersten Schritt schaffe ich einen mehr Casual Look, in dem ich mehr am natürlichen Auge bleibe. Um das Ganze alltagstauglicher zu gestalten und natürlicher zu machen, blende ich den jetzt aufgetragenen Lidschatten etwas aus und mache das Ganze weicher. Im nächsten Schritt tusche ich die Wimpern mit der Badaboom Mascara von Hero. Jetzt haben wir einen schönen natürlichen Look geschaffen, aber weil wir einen Editorial Look machen wollen, gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Hierzu habe ich das Hero Mango Tango Pigment mit Wasser gemischt und einen kleinen Pinsel genommen, um es anzumischen. Und damit zeichne ich jetzt die kleinen Guidelines fürs Auge vor. Für den Look ziehe ich das Gelb mit der Schwungform des Auges nach oben raus und gehe leicht über der natürlichen Augenform. Man kann hier sehen, wie die untere Wasserlinie nach oben hin weitergeführt wird und somit einen natürlichen Lift kreiert. Für diesen Look möchte ich das Auge nicht verändern oder deformieren. Ich möchte es größer machen und mit der Augenform mitgehen. Und deswegen ist es wichtig dabei zu schauen, wie das Auge verläuft und sich daran zu orientieren. Jetzt mache ich noch einmal eine extra Schicht Mascara über die Wimpern, um einen dramatischeren Look zu kreieren. Jetzt gehe ich mit dem Concealer noch einmal unter dem Auge entlang, um eine schöne, klare, saubere Linie zu schaffen. Um den Editorial Look zu vollenden, trage ich jetzt noch ein kräftiges, sattes Rot auf und nutze dafür von Kosas die Farbe Electra. Das ist mein Yellow Sunshine Look. Einmal ein Casual und einmal ein Editorial. Man kann das Ganze natürlich noch weiterführen. Das ist nur eine kleine Vorlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen.